Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin hier im MVG-Museum bei einer Modellbahnausstellung und bin jetzt hier beim Alois Forstner, von dem habe ich ja schon ein paar Modellbahnanlagen gezeigt. Und er hat mal wieder eine kleine neue gebaut, diesmal in etwas bescheideneren Abmessungen, nur 1,45 Meter breit und 60 cm tief und mal ausnahmsweise nicht in einem Koffer, sondern ganz normal auf einer Platte mit einem Griff am Ende. Aber die müssen wir uns auch ein bisschen anschauen. Die hat hier 2 Kreise verbaut und auf der sind 2 Züge permanent im Einsatz. Dann gibt es noch 4 Abstellgleise. Hier ist gerade eine V300 unterwegs. Und hier am Gegengleis fährt der 515 und 815 als Beiwagen, ist hier unterwegs, relativ neu auch von Märklin. Und diese ganze Anlage ist wieder wunderschön detailliert und aufgebaut. Diesmal hat er sich einfallen lassen, dass hier eine Seilbahn unterwegs ist, dass hier tatsächlich die Gondeln im Endlosbetrieb fahren, von der Talstation rauf zur Bergstation. Der Biergarten ist noch relativ unbesetzt, aber da wird es wahrscheinlich zu späterer Zeit richtig voll werden. Dann hier auf den Straßen einiges an Fahrzeugen, die so ein bisschen im Stau stehen, zum Teil beleuchtet. Dann haben wir hier eine Kutsche, die hier gerade vorfährt, weil hier der König Ludwig wahrscheinlich. Und hier als Zug ist hier zu sehen eine alte Tristan oder sowas, die von der Firma Relics gebaut wurde. Und die Wagen sind aber von Märklin, habe ich schon gehört. Und dahinter dann auch, oder davor, eine S36 von Märklin, die hier auch bereitsteht für eine Museumssonderfahrt. Ich denke, die Geschwindigkeit, die heute auf der Anlage gefahren wird, dürfte realistisch sein. Ich habe ja hier schon ein paar Mal Beschwerden gehabt von Zuschauern, denen in Spur Z die Eisenbahnen viel zu schnell sind. Das war es jetzt mit der Anlage vom Alois Forstner, die jetzt etwas moderner aussieht. Dann haben wir hier einen uralten Überseekoffer. Den hat hier der Gerhard Meyer mitgebracht. Der ist hier so ungefähr 85 mal 55 cm groß. Der ist, habe ich mir sagen lassen von ihm vorher, 1910 wurde der gefertigt. Und der ist im Familienbesitz geblieben. Und er hat irgendwie vor 5 Jahren, zu Beginn der Corona-Zeit, hat er irgendwo überlegt, was machst du mit der vielen Freizeit, die du plötzlich hast. Und dann hat er angefangen, Modelleisenbahn zu bauen und hat sich für die Spur Z entschieden und hat dann diesen Koffer belebt. Können wir den mal aufmachen? Und in diesem Koffer ist eine Spur Z-Anlage eingebaut. Als Abmessung habe ich vorher auch schon erfahren. Innenmaße sind 46 Tiefe und 80 cm in der Breite. Und auf dieser Anlage gibt es 2 Fahrkreise, die hoffentlich auch fahren. Hier wird bedient, hier kann man mit dem Regler dann die Geschwindigkeit voreinstellen. Und der ist jetzt noch ein bisschen flott unterwegs. Aber das ist bei Spur Z oftmals das Problem, wenn Sie zu langsam fahren, bleiben Sie stehen. Und wenn Sie richtig fahren, dann passt es. Und dann kann man hier eben auch diese 7 Weichen an diesen Pulten, an diesen Tastern und so weiter schalten. Und jetzt ist hier eine E44 auch unterwegs, die gerade durchs Tunnel fährt.
Ich glaube, ich muss mal Beleuchtung zuschalten, damit es ein bisschen heller wird. Hier steht noch ein Güterzug bereit. Den könnte man fahren, wenn man den Schienenbus erstmal in ein Abstellgleis, das im Tunnel ist, nochmal abstellt. Dann hätte man hier Platz. Aber das machen wir jetzt aus Zeitgründen nicht. Ich wollte hier einfach mal nur den Koffer zeigen und hier das einfach mal im Einsatz auch schön dekoriert mit Landschaft. Und so kann man tatsächlich einen alten Koffer, einen 115 Jahre alten Koffer, hier mit Modellbahn beleben, mit der Spur Z. Und dann haben wir hier noch was ganz Modernes. Das ist jetzt hier ein Rokuhan Z Shorty Fahrgestell oder insgesamt Triebwagen, ein gläserner Zug ET91, der hier im Einsatz ist mit 45 mm Radius. Und so gibt es halt die Möglichkeit in der Spur Z, alles Mögliche sehr vielseitig zu machen. Und ich bedanke mich jetzt hier beim Gerhard Meyer, dass er mir das hier gezeigt hat. Noch viel Spaß.